Herzlich willkommen zu We Discover Together, ein Bruker-Podcast. Ich bin Lisa und ich freue mich, euch zu unserer heutigen Folge begrüßen zu dürfen. In diesem Podcast nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise durch die Welt von Bruker. Gemeinsam mit engagierten Mitarbeitenden am Campus in Ettlingen und auch darüber hinaus werden wir euch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen ermöglichen, indem unsere Gäste ihre persönlichen Geschichten teilen. Heute ganz unter dem Motto Bruker auf dem Weg zur Nachhaltigkeit, eine grünere Zukunft gestalten. In unserer heutigen Folge werfen wir einen Blick auf die spannenden und innovativen Maßnahmen, die am Bruker Campus in Ettlingen umgesetzt werden, um eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Von energieeffizienten Gebäuden bis hin zu umweltfreundlichen Technologien. Wir zeigen, wie Bruker aktiv daran arbeitet, seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und eine grünere Welt zu schaffen. Los geht's! Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du bei uns bist heute. Möchtest du dich erstmal für unsere Hörer vorstellen? Ja, hallo zusammen. Ich bin der Alex Schmalz. Ich bin seit circa 8 Jahren bei Bruker und habe auch davor schon 2 Jahre als Externer für Bruker gearbeitet im Bereich Baumanagement und Beratung für auch unter anderem Thema Nachhaltigkeit. Ja, genau, ich betreue die Liegenschaften Deutschland, Frankreich, Schweiz zusammen mit den lokalen Managementteams und genau, bin ein Teil der Bauabteilung, die Innovation im Bereich Nachhaltigkeit vorantreiben und weiterentwickeln wollen. Sehr schön. Was machst du denn zum Beispiel auch, wenn du mal nicht für Bruker arbeitest? Ja, wenn ich nicht für Bruker arbeite, dann bin ich gerne draußen. Ich bin mit meiner Tochter im Camper unterwegs. Ich fahre Mountainbike und auch Motorrad. Ja, und bin sonst ziemlich viel aktiv und ja, freue mich heute hier sein zu dürfen. Cool. Also sehr sportlich unterwegs. Das hört sich gut an. Während deiner täglichen Arbeit, gibt es da bestimmte Dinge, die dich inspirieren, die dich antreiben oder auch einfach deine persönliche Motivation sind? Ja gut, grundsätzlich ist es natürlich so, unsere Arbeit in der Bauabteilung Facility Management wird natürlich einerseits von rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben, dass halt rechtliche Themen sich auch ändern oder im Fokus stehen durch die Presse und so weiter. Natürlich sind auch bei meinen Entscheidungen und bei meinen Ideen natürlich persönliche Vorlieben und Interessen natürlich auch ein Teil des Ganzen, um natürlich, ja, wie soll ich sagen, wenn man was mit Liebe macht, dann kommt es natürlich von innen raus und deswegen liegt mir natürlich Nachhaltigkeit und Gebäudebetrieb und der Einsatz von innovativen Medien oder Gebäudeleittechnik zum Beispiel bei Bruker liegt natürlich persönlich am Herzen und deswegen treiben wir das auch natürlich mit sehr viel Engagement voran. Sehr schön. In den letzten Jahren hast du natürlich auch eben bereits an einigen entscheidenden Veränderungen rund um den Campus in Ettlingen mitgewirkt. Und erst vor ein paar Wochen haben wir ein neues Gebäude offiziell eingeweiht. Magst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen? Genau, ja, also das neue Gebäude, das ist die sogenannte Heliumrückgewinnung. Diese Anlage wird dazu eingesetzt, das Helium, was wir in unseren Systemen einsetzen, wieder zurückzugewinnen. Da haben wir eine relativ hohe Rückführungsquote. Dieses Gas wird dann in Ballons aufgefangen, gereinigt, verdichtet und dann verflüssigt. Und dieses Heliumgas bzw. das flüssige Helium kann dann direkt wieder eingesetzt werden, um die Systeme hier am Standort in Ettlingen weiter zu betreiben. Das heißt, das Helium muss nicht mehr extern eingekauft werden, sondern wir haben dort eine Rückführungsquote von ca. 70-80%. Das heißt, es ist einmal der wirtschaftliche Faktor natürlich, der natürlich eingespart wird und andererseits haben wir natürlich, ja, das Helium muss ja gefördert werden, das entfällt dann komplett. Das heißt, wir können dort dieses Heliumgas direkt einsetzen und das Weitere ist natürlich das Heliumgebäude oder diese Anlage an sich wird ausschließlich mit PV-Strom betrieben. Das heißt, wir brauchen dort auch keinen Strom aus dem Netz. Sehr cool. Das heißt, du hast jetzt auch schon ein paar Sachen angesprochen, Gebäudeleittechnik, auch Photovoltaik. Was waren denn so die wichtigsten Projekte, die in der Vergangenheit bereits am Campus umgesetzt wurden, um einfach sich in Richtung Nachhaltigkeit zu verbessern? Na gut, einer der größten Schritte, glaube ich, auch für Bruker in der Geschichte hier in Deutschland war natürlich die Schließung von Rheinstetten und dieser Gesamtumzug nach Ettlingen. Der hat natürlich den Grundstein für diese ganze Maßnahme gelegt.
wenn natürlich die Gebäudestrukturen Rheinstetten war jetzt, sage ich mal, aus den 60er Jahren, das heißt nicht mehr Stand der Technik, und allein dieser Schritt hat natürlich dafür gesorgt, dass wir 70% weniger Energie brauchen vor allem für Wärme, weil natürlich das neue Gebäude natürlich nach dem neuesten Standard gebaut wurde. Der Kältebedarf, natürlich, den haben wir einfach aufgrund unserer Systeme. Und natürlich einer der größeren Schritte wäre natürlich der Ausbau der PV-Anlage. Dort haben wir 1 Megawatt Peak im Einsatz hier in Ettlingen und werden das natürlich auch sukzessive ausbauen. Dann die Heliumgebäude, wie schon genannt, und natürlich haben wir der Technisierungsgrad der Gebäude, auch der Bestandsgebäude, den haben wir erheblich gesteigert, allein durch die Gebäudeleittechnik. Also die Gebäudeleittechnik, die ermöglicht es uns, die Gebäude zu überwachen, zu regeln, das heißt Temperaturüberwachung. Wir können Temperaturen, Minimax-Temperaturen angeben. Wir können dort Wochenendprogramme laufen lassen, dass zum Beispiel das Gebäude gekühlt wird oder nicht gekühlt wird. Und das führt natürlich im Gesamten dazu, dass wir sehr energieeffizient unterwegs sind, auch wenn wir natürlich sehr viel Energie benötigen für unsere Systeme. Aber trotzdem kann man sagen, dass wir dort auf einem sehr guten Weg sind, um auch gewisse Zertifizierungen wie ISO 50001 zu unterstützen, auch den Bereich ESG, also Nachhaltigkeiten, auch weiter zu fördern und vor allem natürlich immer zu dokumentieren und nachzuhalten. Ich glaube, das hat auch natürlich nochmal einen großen Schub bekommen durch auch diese Energiekrise, die uns da auch natürlich getroffen hat, weil natürlich auch klar unsere Geräte wahrscheinlich nicht gerade wenig Energie verbrauchen. Und ich glaube, auch da hat uns das nochmal ein bisschen Bewusstsein gegeben, wie wir mit der Energie sorgfältiger umgehen können. Ich glaube, durch solche Maßnahmen machen wir auf jeden Fall einen großen Schritt in Richtung grünere Zukunft. Absolut, ja, wenn man das so sieht, die Energiekrise hat natürlich in dem Fall wirklich einen Booster ausgelöst. Also wir hatten zur Zeit der Energiekrise einen Energieverbrauch im Strom in Ettlingen von 4,1 Millionen Kilowattstunden. Man muss sich vorstellen, ein mittlerer Haushalt braucht im Jahr 2000 Kilowattstunden im Jahr. Wir brauchen 10.000 am Tag. Also man muss sich das mal also wir haben da schon einen hohen Energiebedarf, aber positiv hervorzuheben ist, dass wir seitdem, also seit der Energiekrise bis heute, den Energiebedarf auf 3,1 Millionen gesenkt haben. Und da ist noch nicht die PV-Anlage abgezogen. Also wir haben dann später, sind wir dann so bei 2,8 Millionen, die wir dann wirklich zukaufen müssen. Der Rest wird komplett von der PV-Anlage gedeckt, plus natürlich die Energieeinsparung, die wir durch Gebäudeleittechnik, nutzerspezifisches Verhalten bereits eingespart haben. Wow, also das ist schon enorm, wenn man mal so die Zahlen im Vergleich sieht. Also ich glaube, da wurde schon einiges geleistet. Jetzt hattest du auch die PV-Anlage natürlich im Bereich erneuerbare Energien am Campus. Wie wird das sonst noch genutzt? Also du hattest jetzt auch gesagt, Helium-Rückgewinnung, die wird dadurch alleine, also das Gebäude wird dadurch alleine unterstützt. Gibt es noch irgendwie andere Bereiche oder vielleicht auch neben Photovoltaik mit alternativen Energien, mit denen gerade vielleicht Überlegungen stattfinden? Genau, also um die PV-Anlage, also wir haben hier eine PV-Anlage ohne Speicher, weil wir natürlich bei den Lasten oder bei den Energielasten, die wir haben, natürlich jetzt eine Speicherbarkeit eher, also noch unwirtschaftlich ist, wird aber irgendwann mal bezahlbar sein. Deswegen werden wir auch in die Speicherung gehen. Warum ist das wichtig für uns? Natürlich scheint die Sonne nur tagsüber. Das heißt, wir haben aber auch nachts Energieverbräuche, die nicht wenig sind. Und wir haben es jetzt aber jetzt schon geschafft durch Gebäudeleittechnik und durch die Umstellung von Abläufen in der Produktion, dass energieintensive, also wie Endtestbereiche und so weiter, eher vormittags, nachmittags ablaufen, wo die Sonne scheint. Das heißt, wir haben teilweise auch schon CO2-neutrale Produktion. Also die PV-Anlage, die wir auf dem Freifeld haben, die hat genug Leistung, um die Heliumanlage und das Gebäude an sich selbst zu speisen. Also wir haben dort keinen Fremdbezug. Das wissen wir relativ genau, weil wir dort Zähler drin haben. Das heißt, die Zähler laufen heute noch rückwärts. Das heißt, wir erzeugen mehr Energie durch die PV-Anlage, wie wir in der Produktion verbrauchen. Von daher sind wir da auf einem guten Weg. Zukünftig für weitere Projekte wäre natürlich einmal die Speicherbarkeit von PV-Strom zu erhöhen, dass wir praktisch Strom, den wir am Wochenende produzieren oder am Abend, also nach Betriebsschluss, dass wir den zwischenspeichern können und dann abrufen, wenn wir ihn brauchen. Das nächste große Projekt wäre sogenannte Energielastabwurf. Das hört sich jetzt sehr verrückt an, aber da geht es darum,
Energiespitzen, die wir über das Jahr bezahlen müssen, zu senken. Also derzeitig haben wir eine Leistung, die wir abnehmen von 390 kVA pro Stunde. Und diese Leistung kann man durch diesen Lastabwurf natürlich reduzieren. Das heißt, wir haben dort einen wirtschaftlichen Effekt. Das ist schon mal eins. Das nächste große Projekt hier am Standort wird sein, die Frage Erdgas. Wollen wir weiterhin Erdgas benutzen oder benutzen wir die PV-Anlage, um eigenen Wasserstoff herzustellen? Dort gibt es schon Entwürfe. Es gibt auch schon eine Kostenberechnung für so eine Anlage. Die Problematik ist nur, dass eine Wasserstoffanlage sehr viel Platz benötigt. Also wenn wir die bauen würden, würden wir eigentlich relativ autark Wasserstoff produzieren können, zwischenspeichern können und dann später für die Erdgasbrenner, die wir heute haben, die würden wir auf Wasserstoff umstellen, somit könnten wir unsere eigene Wärme produzieren. Also ich meine, das ist so ein Ausblick 5 Jahre plus. Irgendwann wird die Technologie bezahlbar werden und dann war halt natürlich auch noch die Frage, Erweiterung der PV-Anlage auf dem Parkplatz drüben. Das wären auch nochmal 890 kW Peak. Und dann geht es natürlich auch noch darum, natürlich dieses nutzerspezifische Verhalten, also Betreibung von Anlagen, die wir nutzen, Druckeranlagen natürlich noch ein bisschen zu reduzieren. Und als nächstes Projekt haben wir noch in der Pipeline die Turmsanierung, Fassade und Sonnenschutz. Das wäre noch ein Projekt, wo wir auch schon eine Kostenberechnung haben. Da würde ich auch sagen, das ist so 5 Jahre plus Projekt. Aber da könnten wir eigentlich sagen, dass wir ungefähr nochmal 30-35% der heutigen Gesamtenergie nochmal reduzieren könnten. Und dann wären wir eigentlich auf einem Stand Neubau 2025, so von den gesetzlichen Rahmenbedingungen her. Und dann würden wir so auf 2 Millionen Kilowattstunden kommen. Das heißt 50% weniger wie 2020. Okay. Das sind so die Zukunftsprojekte, die wir haben. Die sind natürlich mit sehr hohen Investitionen verbunden. Aber nichtsdestotrotz, wir haben da ein gutes Fernglas vor uns, wo wir reinschauen können. Ich hoffe, dass auch die rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben sind. Das natürlich spielt in diesem Bereich natürlich sehr stark rein, genehmigungsfähig, nicht genehmigungsfähig etc. Und wir sind ja auch in diesem Energieverbund drin mit der Stadt Ettlingen. Dort finden regelmäßig Abstimmungen statt, denn die Stadt Ettlingen plant ja ein Windkraftwerk oder einen Windkraftpark in der Nähe also Malchow in die Richtung. Und da ist Bruker mit in diesem Gremium drin, weil möglicherweise wollen wir uns dort engagieren, Anteile kaufen, wo wir dann also Strom aus Windkraft beziehen können, um dort auch nochmal unabhängiger zu sein. Okay, also da ist auf jeden Fall schon einiges im Gange, also auch vielfältige Möglichkeiten. Das ist natürlich auch schön zu sehen, dass Bruker da auch sehr viel investiert in Nachhaltigkeit und da wirklich auch den Weg vorantreiben möchte in Richtung grünere Zukunft. Natürlich hast du jetzt auch schon angesprochen, also klar, das sind tolle Projekte und ich glaube auch, dass das absolut sinnvoll ist, die umzusetzen. Natürlich ist aber auch nicht alles positiv, sondern da werden auch sicherlich Herausforderungen auf uns zukommen, zusammen mit diesen Projekten. Kannst du da vielleicht mal ein paar nennen und auch vielleicht, wie wir diese ganzen Herausforderungen dann auch bewältigen können als Unternehmen? Gut, es ist natürlich so, Bruker hat natürlich sehr unterschiedliche Geschäftsbereiche mit unterschiedlichen Gesellschaften. Da ist halt immer die große Frage, ob man da auch gesamtheitlich auf den Nenner kommt. Das ist so diese gesamtpolitische, also innenpolitische Lage von Bruker. Da muss man natürlich schauen, dass diese Ideen natürlich auf andere Gesellschaften auch dupliziert werden können, um, sage ich mal, die Investitionen auch für die nächsten Jahre abschätzen zu können. Ja, und dann ist natürlich auch immer das Thema, wie tut sich der Energiemarkt entwickeln, also externe Einflüsse, wie werden werden die möglicherweise subventioniert, werden sie nicht subventioniert, weil die Subvention fehlt und so weiter. Das ist natürlich wieder abhängig von den Geschäftsberichten und so weiter, wie Bruker sich dort entwickelt. Ja, und ist natürlich ganz klar, ja, was haben wir noch für einen Ausfluss von externen Einfluss von irgendwelchen Krisen eventuell. Und da sollten wir uns natürlich besser darauf vorbereiten, um dort auch schnell reagieren zu können. Positiv hervorzuheben ist natürlich, wir sind gut aufgestellt mit dem Einkauf. Wir haben einen Energielieferant, der uns auch berät.
Da können wir zusammen mit dem Einkauf also wir haben jetzt Strom von 2026 bereits eingekauft. Das heißt, wir sind wirtschaftlich schon safe. Wir wissen auch genau, wie viel Lasten wir brauchen und so weiter. Und da sind wir, denke ich, ganz gut aufgestellt, um auf mögliche Krisen zu reagieren. Und das werden wir natürlich als Wirtschaftsunternehmen weiter ausbauen müssen, damit wir da nicht in irgendein wirtschaftliches Risiko laufen. Mhm. Genau, du hattest auch schon gesagt, eben Abteilung Einkauf mal genannt, aber natürlich gibt es sicherlich auch mit der Produktion, da wurden Prozesse angepasst, damit wir da einfach eben die Energieeffizienz steigern können. Wie können jetzt jeder einzelne Mitarbeitende von uns, wie können wir dazu beitragen, dass die Nachhaltigkeit am Campus weiter zunimmt? Klar, jeder Mitarbeiter hat natürlich direkten Einfluss, auch wenn es nur ein kleiner Einfluss ist, aber es geht davon an, dass der Laptop in Standby geht, dass die Bildschirme abends einfach abgeschalten werden. Also wir haben mal ausgerechnet, dass wir brauchen am Tag so circa 1,80 € an Strom pro Laptop, pro Mitarbeiter. Und da wäre natürlich schon möglich, ich weiß, hören sich kleine Beträge an, aber wir haben natürlich hier am Standort über 600 Mitarbeiter, zusammen mit der Optik sind wir über 1000. Wenn man das mal hochrechnet und jeder 30 Cent am Tag spart, mal 240 Arbeitstage im Jahr im Durchschnitt, dann rechnet sich das. Ja, das sind so kleine Sachen. Dann haben wir natürlich noch die Thematik, dass eventuell die Systeme auch mal angepasst werden können, dass auch gewisse, also PRUGO-Systeme in Standby gehen etc., dass einfach gewisse Leistungen einfach runtergehen. Und natürlich sind es auch andere Sachen noch. Also wenn es um Klimaanlage im Sommer geht, Fenster auf und Klimaanlage an, das ist eigentlich das Schlechteste, was wir machen können. Und solche Themen. Und wenn wir da, glaube ich, dort alle mitmachen, dann lässt sich das ohne großen Aufwand und vor allem, man hat keine Investition. Es ist einfach nur durch Nutzerverhalten, können wir da schon wieder 2, 3, 4, 5% einsparen und dort einfach auch ein gutes Vorbild zu sein. Das, denke ich, hilft auf jeden Fall. Und ist natürlich auch so, wenn Kollegen in der Konstruktion, der R&D gute Ideen haben, die zu einer Energieeinsparung führen, also was unsere PRUGO-Systeme betrifft, dann sollte man das auch nicht in der Schublade liegen lassen, sondern wirklich kommunizieren, das wirklich ansprechen in der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung ist ja bei uns ja wirklich greifbar, mit denen kann man ja über solche Themen ja diskutieren und dann eigentlich diese Innovation dann auch ausweiten, jetzt nicht nur im Verhalten, sondern auch was unsere Produkte angeht. Ja, definitiv. Also wir haben ja auch damals bei der Energiekrise haben wir ja auch Flyer aufgehängt. Ich glaube, das ist immer noch das, was man sicherlich gut anwenden kann. So eine Checkliste, wenn man das Büro verlässt, ob man dann alles gedacht hat. Also einfach irgendwie so ein bisschen mit offenen Augen durch den Arbeitsalltag gehen und immer mal wieder schauen, wo kann ich Dinge vielleicht verbessern. Und auch was du schon gesagt hattest, auch wirklich nochmal ist, glaube ich, generell einfach wichtig, dass jeder, der eine gute Idee hat, wie wir insgesamt als Unternehmen die Energie einsparen können, dass die sich melden, sowohl bei der Geschäftsleitung, aber wahrscheinlich auch bei euch im Team oder einfach grundsätzlich beim Vorgesetzten mal zu Wort melden und die Ideen einbringen. Natürlich nicht nur dieser typische Unternehmensalltag, vielleicht auch in Bereich eben der Konstruktion, wo dann Dinge dann auch... Ja, oder halt auch beim Fahrzeug, beim Firmenfahrzeug oder beim Poolfahrzeug, dass man halt, ich sag mal auf Schwäbisch gesagt, anständig fährt. Also dass man halt nicht 180 fährt die ganze Zeit. Ja, dass man halt auch vernünftig fährt, dass man auch die Flugreisen eventuell verringert. Man kann halt viel über Teams machen, sich dann vorher im Vorfeld überlegt, muss ich die Reise überhaupt antreten? Das spart erstmal natürlich Nerven. Die Reisekosten sind weniger, das ist das eine Thema, aber natürlich auch CO2-Ausstoß, dass man natürlich in solche Bereiche reingeht. Und ich denke, wenn man dort einen gesunden Mix hat, dann hilft es natürlich einmal wirtschaftlich, natürlich einmal die CO2-Vermeidung und so weiter. Und das, ich glaube, dieser Effekt, der überträgt sich dann auch auf andere Bereiche. Ja, definitiv. Und ich glaube einfach, was dann immer wichtig ist, man kann sich ja auch als Mitarbeiter immer so ein bisschen in die Lage versetzen, wie würde ich jetzt mit dem Thema vielleicht auch privat einfach umgehen, weil ich glaube, klar, privat ist einem das Ganze auch einfach viel bewusster, weil gerade das, was es an Auswirkungen hat, wie wir mit Energie umgehen, betrifft uns in dem Fall dann direkt. Aber das Gleiche sollten wir, was wir eben privat machen würden, sollten wir dann in der Regel auch im Unternehmensalltag tun. Und
Und ich glaube, wenn jeder seinen Beitrag da leistet, dann gehen wir auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja. Abschließend noch eine Frage. Du hattest schon immer mal wieder erwähnt, auch mit den Projekten, die geplant sind. Welche langfristigen Ziele hat der Campus in Bezug auf Nachhaltigkeit? Vielleicht kannst du uns das einfach noch mal kurz zusammenfassen. Also zusammengefasst kann ich sagen, also wir wollen eine gewisse Unabhängigkeit von anderen Energielieferanten oder Krisen haben. Also das heißt, zukünftig, also langfristig gesehen würde ich sagen, wäre eine Energieunabhängigkeit von 80% wünschenswert. Das heißt, wir brauchen Speicher, wir brauchen eine gewisse Art von also Vorhaltung, PV-Anlage, eventuell Wasserstoff etc. Das wäre, sage ich mal, eine wünschenswert. Das würde ich aber sagen, das ist eher nochmal 20 Jahre plus, also von heute gesehen an. Denn kurzfristig werden wir ca. 60-70% erreichen. Und was natürlich wir machen wollen, wir wollen natürlich, also wir von der Biospin haben es ja sehr gut geschafft. Also wir haben alle Einzelklimageräte, also auch mit Kältemittel ist ja auch ein CO2-Faktor, haben wir natürlich konsolidiert. Die sind auf dem neuesten Stand. Wir haben mal Großanlagen gebaut. Wir wollen natürlich zusammen mit der Optik auf dem Campus die Einzelgeräte natürlich gegen Großgeräte ersetzen, möglicherweise sogar auch eine Großwärmepumpe bauen, um einfach eine Anlage für den gesamten Campus zu bauen. Ja, die PV-Ausbau wird weiterhin kommen. Wir haben ja jetzt, sage ich mal, 60-70% gebaut, aber wir haben immer noch Luft nach oben. Dann natürlich die Wasserstoffgeschichte und natürlich dann schauen, dass wir weiterhin die Gebäudeleittechnik anpassen, die Datenpunkte erhöhen, also mehr überwachen können, damit die Energie halt dort ankommt, wo sie ankommen soll. Genau. Und da gibt es halt noch so ein paar Projekte mit Skyscanner und so. Das heißt, wir machen unsere eigene Wetterprognose. Das heißt, der Himmel wird gescannt, dann kann man ja ableiten, wie dann die Temperatur in den oberen Luftschichten ist. Das heißt, man kann dann mit frischer Luft, kalter Luft am Abend die Räume kühlen, so dass ich keine Klimaanlage brauche. Das sind so Projekte, die wir angeleiert haben. Ist halt alles so ein bisschen Prototypen-Style, aber wir sind dort denke ich, in den nächsten 2-3 Jahren sind wir da gut im Flow und werden wir dann auch dementsprechend dann auch präsentieren. Sehr cool. Also dann können wir uns ja alle auf viele neue Entwicklungen freuen am Campus. Und damit möchte ich dir danken, Alex, für die spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast. Das war's heute bei We Discover Together, ein BRUCA-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast, um auch keine zukünftigen Folgen mehr zu verpassen. Wir freuen uns drauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss! Tschüss!